Heute im Parkcheck geht es um den vielleicht schönsten und besten Freizeitpark der Welt. Die Atmosphäre, die Tivoli Gröna Lund ausstrahlt, ist unfassbar und wir haben uns sofort in diesen Park verliebt. Gröna Lund liegt zentral mitten in Schwedens Hauptstadt Stockholm und dort direkt am Wasser. Auch die großen Kreuzfahrtschiffe legen hier an. Der Park kann im Jahr weit über 1 Million Besucher begrüßen und bietet diesen auf nur winzigen 6 Hektar rund 30 Attraktionen, davon 7 Coaster und eine große Konzertarea. Die Wurzeln von Gröna Lund liegen in den 1880er Jahren. 1883 kam der Deutsche James Schultheiss nach Stockholm und begann den Park mit ein paar kleineren Rides, die auch heute noch im Park stehen. Seit 2006 gehört Gröna Lund zur Gruppe Park & Resort Scandinavia, zu denen auch Kolmården und das Skara Sommarland gehören. Zu diesen beiden Parks gibt es bereits Parkchecks bei uns. Bei unserem Besuch hatten wir das große Glück, dass die genialen Dropkick Murphys an diesem Abend spielten. Gröna Lund ist den ganzen Sommer über Austragungsort für hochkarätige Acts von local bis international. Und dabei ist das schon im Eintritt mit drin. Neben Midway Games und Arkaden bieten die Schweden auch einiges an Attraktionen, die wir euch gerne vorstellen möchten. Im kleinen Gröna Lund verbirgt sich sogar der ein oder andere Dark Ride. Blåtorget zum Beispiel schon seit 1935. Die Geisterbahn von Magnus Sörmann und Gosetto wurde 1982 sowie 2011 renoviert und komplett überholt. Eigentlich war 2011 noch verrückter. Die Bahn wurde demontiert, um die Holzachterbahn Twister in den Park zu bekommen und 1:1 wieder errichtet. Außerdem ist die Fahrt in den blauen Zügen gespickt mit super Effekten. Rundum ist das einfach ein klasse Dark Ride, den man bei einem Besuch nicht auslassen darf. Wenn wir schon bei düster und gruselig sind, sei die Upcharge Maze House of Nightmares erwähnt. 2015 von der Sally Corporation im Park installiert, verbreitet sie seitdem Schrecken. Erstklassige Gestaltung, große, kleine und interaktive Szenen und super Stimmung können hier überzeugen. Ein weiterer Walkthrough im Park ist Lustige Huset. Dieses große Funhaus mit allem, was dazugehört, entstand direkt 1883 in Eigenregie des Parks. Neben den typischen Funhouse-Elementen gibt es zum Finale eine riesige Holzrutsche, die man auf einem Teppich runtersaust. On top mit Airtime-Hügel. Ein wahres Spaßhaus. Etwas jünger von 1935 ist Skattkammaren. Dieses riesige Spiegelkabinett steht nicht mit im Funhaus, sondern ist eine Attraktion für sich. Hier gibt es alles und noch mehr, was man sich an Zerrspiegeln vorstellen kann. Damit aber noch nicht genug der Walkthroughs. Petson und Findus Vault ist quasi das Playhouse 2.0, in dem die Kids, aber auch Erwachsenen sehr viel entdecken können. Gespickt mit vielen versteckten Details und einer super Gestaltung ist sogar sowas Einfaches wie ein Playhouse hier einfach nur klasse. Wer lieber Dark Rides fährt, kann dies auch noch bei Kärlekstunnelen. Der Wasser-Dark Ride ist ein Tunnel of Love aus dem Jahr 1917 und wurde 1986 überarbeitet. Die kleinen Miniboote haben scheinbar das Bedürfnis, fast zu kentern. Ansonsten ist das ein ganz netter Ride. Aber auch Freunde von Oldtimerbahnen kommen in Stockholm bei Veteran-Bilana auf ihre Kosten. Unter anderem geht es auch unter einer Achterbahn lang, was im Gröna Lund nicht allzu verwunderlich ist. Der Name erinnert direkt an die skandinavischen Autoscooter-Bezeichnungen und selbstverständlich hat man davon auch 2 Stück im Park. Der große Radio Bilana aus dem Jahr 1968 wurde von Reverchon gebaut, hat aber inzwischen auch die Bertazzon Chasen. Komplett von Bertazzon kommt dagegen der 2003er Kinderscooter BAM Radio Bilana. Ein weiterer Amusement-Klassiker sind natürlich Karussells. Das Circuskarussellen ist auch eine der Gründungsattraktionen aus 1883. Genau 100 Jahre später zum Jubiläum des Parks gab es viele weitere neue Rundfahrgeschäfte. Wie fliegende Mattern. Der fliegende Teppich von Cira dreht auch noch heute seine Runden, so wie fliegende Elefanterna. Dieser kommt aber aus dem Hause Zamperla. In der gleichen Ecke lieferte Zamperla 10 Jahre später wieder ein Fahrgeschäft. Dieses Mal das Mini-Ferris Wheel Lilla Pariser Hjulet. Cira durfte dagegen 1997 einen seiner bekannten und beliebten Kettenwellenflieger liefern. Kötting Fliegaren ist einfach unfassbar schön platziert. Das Ganze in ein paar Nummern größer sind die Starflyer aus dem Hause Funtime.
Eclipse kam 2013 als höchster Starflyer der Welt in den Park. Und Hand aufs Herz, 121,9 Meter Höhe sind auch echt eine Ansage. Dafür bekommt man nicht nur einen traumhaften Blick auf ganz Gröna Lund, sondern auch über das wunderschöne Stockholm. Wem das zu hoch ist, können wir den Sira Family Tower ans Herz legen. Lyktan dreht seit 2008 durch den Park. Im selben Jahr zog auch Telopana nach Gröna Lund. Dabei handelt es sich um einen Mug Rides Teacup Ride. Auch aus deutscher Produktion ist der Schwarzkopf-Oktopus Blackfisken, der auch einen super Platz am Wasser bekommen hat. So kamen sich seit 2000 Kreuzfahrtschiffe und Polyp näher. Was dann natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Breakdance im Park. Dieser kam 1996 von Huss. Pop-Expressen ist indoor in einem kleinen Raum und so wie es sein muss mit Lichteffekten, Musik und Nebel ausgestattet. Ja, okay, ein Stück der Decke musst du dran glauben, aber schön ist er ja. Etwas versteckt auf einem Dach findet sich auch noch eine Berg- und Talbahn. Rockjet kam 1976 nach Schweden und kommt vom französischen Hersteller Reverchon. Dem einen oder anderen sind wahrscheinlich schon die zahlreichen Türme im Park aufgefallen. Einer davon steht seit 1998 im Park und heißt Fridfall, beziehungsweise seit 2004 auch zum Fridfall Tilt erweitert. Dabei handelt es sich um einen 80 Meter hohen Intermin Drop Tower. Davon sind 2 Fahrspuren normal und eine besitzt eine Tiltgondel. Bei dieser werden die Gäste kurz vor dem Fall ein Stück nach vorne gekippt, was für noch mehr Thrill sorgt. Seit 2017 steht auch ein Intermin Skyjump im Park, der Icarus heißt und mit Falcon's Fury aus Busch Gardens Tampa zu vergleichen ist. Mit 55 Metern nicht so hoch ist dann auch noch Katapulten. Dieser Schotten Drop Tower kommt von S&S Worldwide. Hier geht es im Vergleich zu den anderen Türmen aber schneller nach oben. Neben all diesen Rides gibt es hier aber noch 7 Achterbahnen. Die älteste noch im Betrieb befindliche Bahn ist Nickelpigan von 1976. Das Ganze ist der klassische Marienkäfer Tivoli Small von Sira. Jeder sollte das 60 Meter Oval wohl kennen. Es passiert nicht viel, aber macht schon den kleinsten Spaß. Vor 30 Jahren kam 1988 Jetline nach Gröna Lund. Eine wunderschöne Schwarzkopf-Achterbahn, die bis zu 90 km/h schnell wird. Am Bau waren BHS und Sira beteiligt und seit 1997 quasi auch Maurer Rides, denn diese verlängerten den Drop, machten diesen außerdem auch noch steiler. On top gibt es am Fuße des First Drop auch noch einen Tunnel. Jetline ist pure Achterbahnromantik und Fahrspaß zugleich. Dem Platzmangel, den man hat, ist man sich bewusst und so kam die neue Achterbahn für 2003 nicht irgendwo in den Park, sondern in Jetline rein. Ja, richtig, Wilde Musen ist zu einem Großteil in und um Jetline gebaut. Für die insgesamt 430 zusätzlichen Schienenmeter ist Gerstlauer verantwortlich. Zum Glück ist das Ganze wie Optik und Name befürchten lassen, aber keine 0815 Wilde Maus, sondern einer dieser sehr coolen Bobsled-Coaster. Die bis zu 4 Personen fassenden Chaisen werden bis zu 55 km/h schnell. Die Mischung aus Optik durch dieses Schienenwirrwarr und der tollen Fahrt sind ein weiterer Grund für einen Besuch von Gröna Lund. 2007 hat man es geschafft, eine neue Bahn zu bauen, die in dem Fall erstmal nur 2-mal Jetline kreuzt. Die Rede ist von Quasten. Der Besen, der auch quer durch das Hexenhaus donnert, ist einer der neuen und mega guten Suspended Family Coaster von Vekoma. Auf einer Grundfläche von 90 x 49 Metern steht hier eine 20 Meter hohe und 400 Meter lange Achterbahn, die sehr gut fährt und sich super im Park macht. Leider ist dem Platz geschuldet nur ein Zug im Einsatz, was eine Kapazität von nur 650 Personen pro Stunde macht, was in Gröna Lund gerne mal zu wenig sein kann. Aber ihr habt von hier einen guten Blick auf die Bühne, wenn auch nur kurz. Nach dem Family Coaster kam 2009 eine neue Thrill-Maschine in den Park. Insane. Wobei 2009 noch Tele 2 Insane. Der 6-Spin aus dem Hause Intermin ist der Wahnsinn und ein waschechter White-Knuckle-Ride. Links und rechts neben der Schiene hängen wie beim Wing Coaster die Gondeln mit je 2 Leuten Rücken an Rücken mit 2 weiteren Personen. Die Gondeln können frei drehen, sodass jede Fahrt anders ist. Und dieses Konzept kann echt heftig sein. Es flasht auch einfach nur, wenn man face down aufs Wasser zuschießt und danach Kopf über die Schiene entlang guckt. Von 0 bis unendlich viele Überschläge sind bei Insane möglich und die Bahn ist auch nur verrückt.
Als Tipp solltet ihr aus Gründen der Beliebtheit und Kapazität nach Parköffnung direkt hierhin durchlaufen und diese Bahn fahren. Was bei Insane übertrieben wurde, gleicht Tuff Tuff Torget mit maximaler Untertreibung aus. Zamperla stellte 2010 die Minimaus mit beeindruckenden 2,4 Metern Höhe hier auf. Von dort aus krebst die Bahn mit bis zu 7,2 km/h die 80 Meter Strecke im Schneckentempo im Zickzack zur Station. Trotzdem ist auch hier die Stimmung einfach sehr gut. 2011 hat man sich wohl überlegt, was man so an Achterbahnen bauen kann, wenn man so gar keinen Platz hat. Und klar, die beste Lösung ist eine Holzachterbahn. Für Twister hat man bei der Gravity Group einen Hybrid-Coaster bestellt, der nun 470 Meter lang durch den Park geht. Damit werden dann auch Quasten, Jetline und wilde Musen verbunden durch Twister, die gefühlt in der Ecke überall ist. Gleich 2 Züge bahnen sich hier ihren Weg durchs Gebälk. Die ungewöhnlichen Anforderungen haben eine ungewöhnliche Bahn mit einem einmaligen Layout geschaffen, welches zum Ende wirkt wie im PC-Spiel auf Autofinish gedrückt. In der Spitze schafft die Bahn übrigens 61,2 km/h. Wer jetzt denkt, okay, da kann in Zukunft ja nicht mehr viel kommen, wird sich wundern. Für 2020 hat der Park einen 100 km/h schnellen B&M Inverted Coaster angekündigt, der dann um Insane herum bis Jetline führt. Jetzt habt ihr sicher Lust bekommen, mal im Tivoli Grönerlund vorbeizuschauen. Jedoch ist die Anreise mit dem Auto eher nicht zu empfehlen. Ihr könnt den Bus, die Bahn oder ein Taxi nehmen oder ihr habt ein Hotel fußläufig vom Tivoli gebucht. Wo wir auch beim Thema Übernachtung wären. Tivoli Grönerlund hat kein eigenes Hotel. Ihr dürft euch, was das angeht, also frei in Stockholm umsehen. Um in den Park erstmal hereinzukommen, müsst ihr ab 7 Jahren 120 schwedische Kronen hinlegen, was umgerechnet aktuell ca. 12 € sind. Wenn ihr dann noch Free Rides All Day möchtet, müsst ihr zusätzlich noch 340 schwedische Kronen investieren, was ca. 34 € sind. Einen Ride-Coupon gibt es für 2,50 €, wobei man für manche Rides bis zu 3 Stück der Coupons benötigt. Es werden zusätzlich noch verschiedene Jahreskarten angeboten, dafür einfach mal auf der Homepage nachschauen. Grundsätzlich hat der Park von Ende April bis Ende September geöffnet. In der Nebensaison jedoch sehr unterschiedlich, deswegen auf der Homepage besser vor eurem Besuch nochmal nachlesen. Die Öffnungszeiten schwanken ebenfalls sehr stark. Mal macht der Park erst um 15 Uhr auf und an anderen Tagen bereits um 10 Uhr, also unbedingt vorher nachschauen. Was soll man nun als Fazit zum Tivoli Grönerlund sagen? Das ist wirklich schwierig. Der Park hat uns durch und durch voll überzeugt. Top-Setting und Gestaltung mit einem perfekten Line-Up an Attraktionen. Total verrückte Schienenknäuel und das in Stockholm direkt am Wasser mit Pier-Flair. Gutes, reichliches und leckeres Essen zu bezahlbaren Preisen. Die wohl nettesten und bestgelauntesten Mitarbeiter und eine unbeschreibliche Atmosphäre. Diesen Park muss einfach jeder mal besuchen, um das zu verstehen. 135 Jahre Tivoli Grönerlund.